Hallo da draußen. Im heutigen Video werde ich euch ein paar Gründe nennen, warum man mit Infinity Code One bzw. N4 anfangen sollte. Und by the way, ich habe jetzt ein neues Headset und Mikrofon. Wäre mal ganz interessant, wenn ihr mir in die Kommentare schreibt, ob sich die Soundqualität in den Videos grundsätzlich verbessert hat. Das war im Video der letzten Woche schon mit dem neuen Headset und auch dieses Video wieder, also bitte kurze Info in die Kommentare. Und damit würde ich sagen, gehen wir ins Video. Und zur ersten Frage, wieso sollte man, oder einen Grund, wieso sollte man mit Infinity Code One beginnen? Und das ist wahrscheinlich auch der einzige Grund, den ich hier jetzt nennen werde, der sich ausschließlich auf Code One bezieht. Alle anderen Punkte können sowohl für Code One als auch N4 herangezogen werden. Und dieser erste Grund, den ich angeben möchte, ist ganz einfach die Vereinfachung des Regelsystems. Man sollte Infinity Code One anfangen, weil es sich im Vergleich zu Infinity in früheren Editionen das Spielsystem sehr deutlich vereinfacht hat. Also Infinity Code One in dem Fall ist speziell dafür gedacht, dass Anfänger in das Spiel reinkommen, die ersten Schritte machen können und ist daher der perfekte Einstiegspunkt für neue Spieler oder auch Spieler, die wieder zurückkommen wollen, weil im Vergleich zum jetzt N4-Regelbuch hat man hier unter Anführungszeichen nur 104 Seiten an Regeln. Das ist zwar noch immer recht viel, aber trotzdem weniger als die knapp 180 Seiten bei N4. Was ich da aber noch dazu sagen möchte, ist, Infinity Code One ist nicht nur für Einsteiger gedacht und einfacher aufgebaut, sondern auch ein paar zentrale Bestandteile, die meiner Meinung nach auch zu Infinity dazugehören, sind hier überhaupt nicht vorhanden. Die sind weggelassen worden von Corvus Belli und daher bin ich auch der Ansicht, dass sich dieses Regelsystem wirklich nur an Anfänger richtet, mit der Möglichkeit dann in weiterer Folge auf N4 umzusteigen, weil die N4-Regeln auf dem Inhalt der Infinity Code One-Regeln in späterer Folge aufbauen werden. Grund Nummer 2 ist das Regelsystem an sich, denn das war auch der Grund, der mich damals zu Infinity gebracht hat. Das war, ich glaube, um 2007 herum, weil im Vergleich zu anderen Systemen hat man hier den Punkt, dass eine Figur nicht nur einmal pro Spielzug aktivieren kann, sondern auch mehrfach und dass man auch sowohl als aktiver als auch als, ich nenne es mal, reaktiver Spieler die Möglichkeit hat, etwas im Spiel zu tun und wenn gerade der aktive Zug des anderen Spielers läuft, man nicht nur herumsteht und wartet, bis man irgendwelche Rüstungswürfe vielleicht machen muss, sondern man ist eigentlich immer im Spiel involviert. Und das wird so umgesetzt, dass man, wie man hier auch sieht, jetzt im Video sieht, diese verschiedenen Modelle, die man in seiner Armee verwendet, generieren sogenannte Befehle. Und diese Befehle kann man dann im Zuge seines aktiven Zuges verwenden, um seine Figur etwas tun zu lassen. Also alles, was im Spiel passiert, wenn man sich bewegen möchte, die Figur soll schießen und so weiter oder auch Nahkampf angreifen, das passiert alles über diese Befehle. Und eben solange ich noch Befehle übrig habe, kann ich diese grundsätzlich gesprochen auch dafür verwenden, um Modelle zu aktivieren. Und das kann auch in einem einzigen Spielzug immer dieselbe Figur sein und der Rest meiner Armee tut überhaupt gar nichts. Auch das ist zum Beispiel möglich. Und eben auch, wie ich schon gesagt habe, gibt es dann auch einen reaktiven Spieler und dieser bekommt
sogenannte AROs, also Automatic Reaction Orders. Das sind Befehle, die man automatisch bekommt, wenn eine gegnerische Figur im Sichtfeld oder auch im Kontrollbereich, egal was das jetzt ist jetzt nicht so wichtig, eine Aktion durchführt. Dann kann man eben in solchen Situationen, wenn eine meiner Figur eine Aktion sehen kann, die eine gegnerische Figur durchführt, dann bekomme ich einen sogenannten Aro und damit kann ich in meinem passiven Spielzug dann auch mit meinen Figuren reagieren und etwas machen. Das kann eben wie auch im aktiven Zug sein, dass ich zurückschieße oder mich zum Beispiel auch bewege oder ausweiche, solche Dinge. Und damit sind eben immer beide Spieler doch auf die eine oder andere Weise aktiv am Spiel beteiligt und unterscheidet Infinity dann doch sehr stark von anderen Spielsystemen. Grund Nummer 3 ist der Grund, wieso wir vermutlich alle Infinity spielen, und zwar die Figuren selbst. Also was Corvus Belli da jedes Mal an Qualität wieder aufs Neue rauszaubert, ist schon beeindruckend. Die Figuren sehen wirklich toll aus, wenn man sich das so ansieht. Und sie haben auch eine gewisse Wertigkeit, die man so spürt, wenn man die Figuren in die Hand nimmt, weil sie doch aus Metall sind und eben nicht so wie bei vielen anderen mittlerweile aus Kunststoff. Und das ist auch bei mir damals ein Grund gewesen, mit Infinity anzufangen, auch wenn damals noch Figuren nicht so toll ausgesehen haben wie heute, aber es gab schon die ein oder andere Miniatur, welche sich extrem abgehoben hat und toll ausgesehen hat im Vergleich zu anderen. Und es macht dann schon auch sehr viel her auf dem Spielfeld, wenn man schöne Figuren auf dem Feld stehen hat. Bei Grund Nummer 4 möchte ich jetzt auf die Preise und die Anschaffung von Infinity eingehen, weil das ist definitiv auch oder kann ein Grund sein, wieso man Infinity anfangen möchte, aber auf alle Fälle auch sollte. Und zwar, wenn man sich das ansieht, die Preise sind doch okay, also sind natürlich jetzt nicht günstige Preise in der Hinsicht, aber im Vergleich dazu, was man eben braucht. Man hat wesentlich weniger Figuren. Man hat hier zum Beispiel Combined Army Shaswasti Action Pack, kostet als Beispiel 80 Euro bei Corvus Belli. Das heißt, es ist noch ohne eventuelle Abzüge, die man bei Einzelhändlern bekommt, und bekommt für diesen Preis diese Figuren. Das sieht jetzt da zwar für 80 Euro nicht sonderlich viel aus auf den ersten Blick, aber im Vergleich, wenn ich sage, ich zahle 40, 45 Euro für zum Beispiel eine Box Space Marines, dann habe ich dort auch 10 Figuren, benötige aber noch wesentlich mehr. Und das hier mit diesen 10 Figuren ist eigentlich schon so gut wie eine fertige Armee von 300 Punkten, was so standardmäßig gespielt wird. Und man kann damit schon ganz normale Spiele spielen, ohne noch sich etwas dazu kaufen zu müssen, und ist eigentlich für den Anfang schon fertig und benötigt dann in weiterer Folge eigentlich nur noch gewisse Dinge wie Maßband und Würfel, was man sowieso alles hat, vielleicht W20 nicht jeder, aber die sind dann nicht mehr so teuer, oder eben auch die Zusatzfiguren sind dann doch in einem vernünftigen Preis, wenn man dann irgendwann sich mal denkt zu erweitern. Das ist doch noch alles leistbar, und wenn man sich dann hier zum Beispiel anschaut, Operation Karlstrom gehört zwar speziell jetzt zu Code One, kann aber natürlich die Figuren können auch in Infinity N4 verwendet werden ohne Probleme, und auch wenn man sich das eben ansieht, das ist eine Box für etwas mehr als 100 Euro. Im Einzelhandel bekommt man sie wahrscheinlich auch unter 100 Euro, so habe ich meine auch damals gekauft,
Und da hat man das alles, was man hier dann sieht, drinnen. Also das ist schon eine Menge Material für dieses Geld und eben 2 Fraktionen mit jeweils 7 Figuren, mit denen dann schon 2 Spieler anfangen können. Also diese 110 Euro, wenn man sich die dann aufteilt, weil das eben eine Box für 2 Personen ist, dann ist man bei 55 Euro pro Person und hat eigentlich schon alles, was man zum Spielen braucht. 7 Figuren, damit gehen sich so Spiele um die 200 Punkte locker aus, zusammen mit erstem Gelände, mit allen Markern, mit Schablonen, mit jeweils 3 Würfeln pro Seite und kann danach einfach mit ein paar Zusatzfiguren eben seine Armee auf die vollen 300 Punkte bringen, zum Beispiel in Form solcher Action Packs, solcher Support Packs, nicht Action Packs, solcher Support Packs, wo dann eben jeweils ein Ingenieur, ein Doktor und dann noch 2 Pots drinnen sind und dann noch 1, 2 extra Figuren dabei, die man sich noch zusätzlich holt und man ist schon mit den 300 Punkten fertig und hat damit für den Einstieg vermutlich irgendwas bei, ich sage jetzt mal, 80 bis 100 Euro ausgegeben und müsste sich theoretisch nichts mehr weiteres besorgen, um Infinity spielen zu können. Und als abschließenden Punkt, nicht als Grund Nummer 5, sondern mehr als Grund 1.1, möchte ich noch sagen, wieso sollte man gerade Infinity N4 jetzt beginnen. Und das ist der ganz einfache gleiche Grund wie beim Punkt Nummer 1, weil sich das Spielsystem vereinfacht hat. Weil Infinity N4 wurde gegenüber den vorangegangenen Regeln, so wie wir sie aus N3 auch kennen, sehr stark vereinfacht. Diese ganzen Nested Rules, die es gegeben hat, die dann auch sehr viele Spieler dazu gebracht haben, aufzuhören oder eben nicht richtig ins Spiel reinzufinden, sind weitestgehend oder eigentlich komplett weg. Es tauchen zwar wieder so Kleinigkeiten auf, wenn man sich das Regelsystem ein bisschen genauer ansieht, aber so grundsätzlich gesagt wurde das Regelsystem sehr viel einfacher gemacht und nach den ersten Spielen, die ich gemacht habe jetzt schon, kann ich sagen, es ist auf alle Fälle einfacher geworden als in früheren Editionen und macht damit auch den Einstieg leichter. Und N4 zu spielen macht auch deswegen dann einen Sinn in weiterer Folge, weil es eben aufbauend auf den Infinity Code 1 Regeln ist, wie ich schon vorhin sagte. Das heißt, wenn man das Spiel anfängt und mal mit den Code 1 Regeln startet, dann kann man jederzeit Regelelemente aus N4 dazu nehmen, um das Spiel weiter auszubauen für sich selbst in seiner Spielgruppe oder auch in späterer Folge dann irgendwann den Schritt zu wagen und komplett auf N4 umzusteigen. Das ist jetzt nicht so ein großer Schritt, den man hier dann noch zu machen hätte. Und mit diesen 5 Punkten, beziehungsweise genau genommen, ja, sind es nur 4 Punkte gewesen, werde ich das Video abschließen und ich hoffe, ich konnte euch da ein paar Tipps geben, vor allem auch für neue Spieler, die nicht genau wissen, ob sie mit dem Spielsystem anfangen sollen oder nicht. Und dann sehen wir uns beziehungsweise hören wir uns im nächsten Video. Bis dahin sage ich Tschüss. Etwas habe ich doch noch vergessen, das möglicherweise interessant ist und eigentlich zum Punkt dazugehört, was die Kosten betrifft. Das würde ich jetzt mal behaupten, und zwar ist das Thema der Regeln, denn wenn man sich hier unter Infinity the Game unter Ressources nachsieht, hat man die Möglichkeit, sich für Infinity N4 und auch Infinity Code 1 hier jeweils das Regel-PDF runterzuladen mit den vollständigen Regeln und das eben kostenlos. Nur noch so als abschließende Bemerkung. Und damit bin ich jetzt aber wirklich am Ende. Bis zum nächsten Video und tschüss.